Dachte, dein Blade wäre viel höher schon. Ist er auch. Erst bei Fly of Universe ein bisschen bescheuert, weil wenn du Master bist, sieht man das halt nicht. Erstmal musst du Level 70 erreichen, um das erste Master-Abzeichen freizuschalten. Und dann kannst du selber aussuchen, ob du es anzeigen lässt oder nicht. Und du kannst es anzeigen lassen, wenn du Master bist und wenn du auch gerade nicht Master bist. Das ist ziemlich verwirrend. Also, meistens ist es ziemlich offensichtlich, aber in Fly of PC war es immer kristallklar. Du wusstest immer, wenn jemand Master ist, ganz genau, und du wusstest sogar, in welchem Levelbereich er ist. Weil du das Abzeichen nicht aussuchen konntest, sondern es war immer an dein Level gebunden. Hatte schon mehr System. Andererseits ist es ja so, dass man gewisse Farben eher mag und gewisse andere Farben eher nicht so sehr. Und dann, naja, so kannst du es dir halt aussuchen. Aber auf der anderen Seite, also der Vorteil von einem neuen Master ist halt, dadurch, dass es ja wirklich wenig bringt und du relativ viel Zeit dafür opfern musst, kannst du jetzt dann wenigstens selber entscheiden, welches Symbol du angezeigt haben werden willst. Vor allem gab es früher auch viele Leute, die fanden das goldene Master-Symbol besser als Hero. Ich ehrlich gesagt auch, weil das Gold von dem goldenen Master sieht halt einfach schöner aus als das von dem Hero. Das ist halt ein anderes Gold. Das eine ist so gelb-gold und das andere ist mehr so Gold-Gold. Sozusagen. Oder vergoldetes Silber oder was weiß ich was. Sieht auf jeden Fall besser aus. Und es gab ja schon immer die Diskussion, oder was heißt Diskussion, aber schon immer die verschiedensten Meinungen, welches Symbol am schönsten aussieht und so. Jetzt kannst du es dir dann selber aussuchen. Und naja, Nachteil ist es nicht wirklich, aber jetzt kannst du halt dann nicht mehr nachvollziehen, welches Level jemand ist. Oder selbst wenn er nicht Master ist, wird das Symbol angezeigt, was dann jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen nervig ist. Andererseits, was du in Fly of PC nicht machen konntest, ist andere Leute einfach anklicken und dir wird das Level angezeigt. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wenn ich Non-Master bin und einen Master anklicke, ob mir dann das Master-Level angezeigt wird. Ich glaube schon. Also das kannst du immer noch machen. Dann siehst du das Level ja trotzdem. Vor allem, wenn du selber einen High-Level-Charakter hast, dann siehst du ja von jedem das Level. Man sieht nur das Level von einem Spieler nicht, wenn er mindestens 30 Level über dir ist, meine ich. Also so kannst du immer noch das Level rausfinden. Aber theoretisch, wenn du irgendwelche Skins benutzt oder so, könnte man es nicht sicher sagen, ob du jetzt wirklich Master bist oder nicht, wenn du das Symbol halt einfach nicht einblendest. Also wenn ich jetzt das Symbol nicht eingeblendet hätte und ich keine Waterbomb, ich meine Waterbomb ist halt auch natürlich ziemlich offensichtlich, weil es Waterbomb erst ab 150 gibt. Oder 140, aber auch ab 150er Waffen halt. Das ist auch ziemlich offensichtlich, aber ich könnte theoretisch, wenn ich jetzt hier mit Bloody Axton, na gut, Lifesteal ist auch, Lifesteal ist auch. Wenn ich jetzt hier mit 2 Cursed Butchers Carnage rumlaufen würde, das ist das perfekte Beispiel. Die haben kein Lifesteal und kein Waterbomb. Und können beides auch gar nicht haben. Wenn ich jetzt hier 2 Cursed Butchers Carnage hätte und ich würde sie einfach als G-Axis skinnen, was by the way ein geiler Skin ist, dann könntest du theoretisch nicht sagen, ob ich Master bin oder nicht. Theoretisch. Gut, dann habe ich noch den Titel Eroberer der Wildnis, den müsste ich auch noch ausblenden. Aber du könntest mit Skins, du könntest es schon verschleiern und dann anderen Leuten etwas vorgaukeln, dass du quasi ein super starker Low-Level-Blade bist, was ja theoretisch möglich ist mit Power-Ups und so. Oder ich meine, wenn du 2 GX plus 10 hast mit dem richtigen Element und den bestmöglichen Schmuck oder so, ich meine, du kannst schon auch auf einem niedrigen Level hart abgehen. Oder einfach ein krasses Pad kannst du dir auch cashen, theoretisch. Perfektes Crit-Rate-Pad auf dem Level mit Blade, GX plus 10. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du auf dem Level nicht wirklich so viel Schaden machen könntest oder ähnlichen Schaden. Es würde halt nur unverhältnismäßig viel Geld kosten und du müsstest dafür Equipment haben. Es würde einfach keinen Sinn ergeben. Aber, deswegen macht es auch keiner, aber es wäre theoretisch möglich. Und so könntest du den Leuten quasi was vorgaukeln, was in Fly of PC, wie gesagt, unmöglich war. Weil dein Symbol das immer verraten hat, ob du Master bist und dann sogar noch welches Level du bist. Das heißt, du kannst die Leute immer nur bis zu einem gewissen Grad anlügen. Warum auch immer du das tun solltest, davon mal abgesehen. Aber ja. Das ist so der größte Unterschied eigentlich.
Meistens erkennst du es einfach daran, dass sowas wie Waterbomb getriggert wird. Lifesteal ist auf dem Level auch nicht normal, außer du bist Jester. Gibt schon einige Anzeichen für die etwas erfahreneren Spieler, wie man es auch relativ offensichtlich sieht. Ich meine, meistens die Skins, die Optik ist schon mal relativ krass bei einem Master. Irgendwelche Waffen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. All solche Sachen. Aber ja. Nicht immer für alle ganz so offensichtlich. Starlight Borsuk, danke für den Follow.